Bei uns gibt es heute Lasagne und da habe ich mir gedacht, dass ich das gleich mal für euch mitfilme. Lasagne schmeckt ja wirklich jedem und ist genau das Richtige für ein gemütliches Abendessen ohne viel Aufwand. Ich mache das immer so, dass ich zuerst die Bolognese zubereite. Dafür schneide ich die Zwiebeln und Knoblauch in kleine Stücke. Da ich mal stark davon ausgehe, dass ihr schon wisst, wie man das macht, kürze ich das hier etwas ab. Ich brate immer erst die Zwiebeln und den Knoblauch an. Wer möchte, kann aber auch mit dem Hackfleisch beginnen. Ich finde, da gibt es gar kein richtig oder falsch. Als nächstes kommt das Tomatenmark dazu und das solltet ihr immer kurz mit anschwitzen, dadurch bekommt die Bolognese ein viel intensiveres Aroma. Jetzt kommt da das Hackfleisch mit rein und während das bräunt hacke ich schon mal den Sellerie und die Möhren. Ich mache das jetzt schnell in meinem Multizerkleinerer, aber mit einem Messer geht das natürlich genauso gut. Das Gemüse kommt dann zum Hackfleisch, einfach kurz anschwitzen und dann fehlen nur noch die Tomaten. Außerhalb der Tomatensaison nehme ich am liebsten Dosentomaten. Die püriere ich kurz und gebe sie dann mit in den Topf. Ich würze die Bolognese jetzt ganz klassisch mit Salz, Pfeffer, Paprikapulver und italienischen Kräutern. Wenn ich die Bolognese als Soße zum Beispiel für Spaghetti Bolognese nehmen will, dann lasse ich sie jetzt einfach weiter köcheln, bis sie etwas eindickt. Für Lasagne sollte die Bolognese aber etwas flüssiger sein, damit die Lasagneplatten richtig durchgaren können. Deshalb gebe ich hier einfach noch einen Becher Wasser hinzu. Wer möchte, kann aber auch Brühe nehmen. Ich lasse die Bolognese jetzt erst einmal bei schwacher Hitze weiter köcheln und bereite in der Zwischenzeit die Bechamelsoße zu. Dafür gebe ich die Butter und das Mehl in einen kleinen Topf und schwitze das Mehl unter Rühren kurz an. Hier ist es jetzt wirklich wichtig, dass man die Milch erst nach und nach zufügt und dabei immer kräftig umrührt. Sonst entstehen nämlich ganz schnell Klümpchen in der Soße. Falls aber doch mal irgendetwas schief geht, könnt ihr die Soße auch einfach durch ein Sieb schütten. Gewürzt wird die Bechamelsoße ganz klassisch mit Salz, Pfeffer und etwas Muskatnuss und dann können wir die Lasagne auch schon einschichten. Ich mache das jetzt immer so, dass ich erst etwas Bechamelsoße in der Auflaufform verteile, weil die Lasagneplatten sonst in der Auflaufform festkleben. Jetzt kommen nacheinander immer eine Schicht Lasagneplatten, dann Bolognese und darauf etwas Bechamelsoße. Und das Ganze wiederhole ich noch dreimal. Auf die letzte Schicht der Lasagne kommt jetzt klassischerweise eine Mischung aus Mozzarella und Parmesankäse. Aber da Parmesan bei uns nicht so beliebt ist, nehme ich einfach eine Mischung aus Parmesan und Gouda-Käse. Die Lasagne kommt jetzt für 30 bis 45 Minuten in den Backofen, bis der Käse so richtig schön goldbraun geworden ist. Wenn ihr jetzt noch etwas Zeit habt, dann lasst die Lasagne am besten nach dem Backen noch etwas durchziehen. Dann lässt sie sich viel einfacher schneiden und fällt auch nicht so leicht auseinander. Bei mir ist es aber leider schon wieder ein bisschen später geworden und alle warten schon auf das Abendessen. Und hier seht ihr noch ein Stück, bei dem die Lasagne schon durchgezogen ist. Da lassen sich natürlich viel schönere Quadrate rausschneiden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen und ihr macht die Lasagne auch mal nach. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!